Moin und herzlich willkommen bei diesem Video von SKS Germany. Ich bin Nico und ich zeige euch heute, wie ihr unseren Gepäckträger, den Infinity Universal, an eurem Fahrrad montieren könnt. Wir geben euch ein paar hilfreiche Tipps zum Ausrichten des Gepäckträgers, zeigen euch, worauf ihr achten müsst und gehen einfach mal gemeinsam durch die erste Montage. Für die Montage des Infinity Universal benötigt ihr neben dem Gepäckträger lediglich einen 25er Torx und einen Drehmomentschlüssel bis 5 Newtonmeter. Schauen wir mal in den Lieferumfang des Gepäckträgers. Hier finden wir die Montageanleitung, 2 Rahmenschutzfolien und natürlich den vormontierten Gepäckträger mit einem kleinen Torx-Schlüssel in einer Parkposition. Vor Beginn der Montage prüfen wir, ob alle Rahmenbedingungen gegeben sind. Unsere Sitzstreben dürfen in einem Winkel von 26 bis maximal 60 Grad verlaufen. Die Sitzstreben müssen einen Durchmesser von mindestens 14 mm haben bis maximal 35 mm. Außerdem benötigen wir eine freie Fläche von 140 mm. Auf dieser Fläche dürfen sich keine Bremsleitungen, Bremszüge oder irgendwelche Montagepunkte befinden. Außerdem dürfen die Sitzstreben im unteren Bereich einen Abstand von 130 bis 160 mm haben und im oberen Bereich einen Abstand von 100 bis 150 mm. Bitte beachtet, dass eine Montage an Carbonstreben seitens SKS nicht empfohlen wird. Die auftretenden Kräfte können den Carbonrahmen beschädigen. Solltet ihr euch unsicher sein, ob ihr einen Infinity Universal an eurem Fahrrad montieren dürft, wendet euch bitte an den Hersteller des Fahrrades. Um den Gepäckträger in Montagestellung zu bringen, nehmt ihn einfach in die Hand, greift vorne an den Rahmenadapter und dreht diesen nach außen. Sollte sich der Gepäckträger nicht auseinanderklappen lassen, lösen wir insgesamt 8 Schrauben. Diese 2 Schrauben an dem Rahmenadapter und die gegenüberliegende Seite sowie insgesamt 4 Schrauben an dem Gepäckträger selbst. Danach lässt sich der Gepäckträger einfach nach vorne klappen. Als nächstes prüfen wir, ob sich die Gurte durch die Spanner führen lassen. Hierzu geben wir den Gurt unter den kleinen Zähnchen am Spanner durch. Sollte das wie hier nicht der Fall sein, nehmen wir uns den Torx-Schlüssel, lösen diese Schraube so lange, bis der Spanner, wie hier zu sehen, ganz unten anliegt. Danach können wir den Gurt ganz einfach nehmen und mit etwas Wackeln durch den Spanner führen. Durch die interne Führung kommt der Gurt irgendwann oben wieder aus dem Spanner heraus, sodass wir ihn nehmen können und anziehen können. Bitte beachtet, dass die Gurte alle frei liegen müssen zur Montage. Also sie sind auf der einen Seite durch das Rahmengummi geführt, auf der anderen noch nicht. Beginnen wir mit der Montage des Gepäckträgers. Im ersten Schritt setzen wir den Gepäckträger auf die Sitzstreben auf und richten ihn grob waagerecht aus. Wir befestigen die 4 Schrauben am Rahmenadapter, sodass der Gepäckträger ungefähr in der Waagerechte sitzt. Nun können wir die finale Position des Gepäckträgers bestimmen. Wir achten darauf, dass der Gepäckträger frei von allen beweglichen Teilen, wie dem Schaltwerk, der Kette, der Bremse und eventuell auch der Vario-Sattelstütze ist. Diese Position merken wir uns. Bitte achtet beim Kleben der Rahmenschutzfolie darauf, dass die Stellen sauber und fettfrei sind. Sollte das nicht der Fall sein, reinigt diese bitte vorher. Wir setzen den Gepäckträger einseitig auf die Sitzstreben auf und führen die Gurte um die Sitzstreben herum. Keine Sorge, wenn der Rahmenadapter auf der anderen Seite neben der Strebe hängt. Nachdem wir die eine Seite festgezogen haben, können wir den Rahmenadapter einfach rüberdrücken. Wir nehmen nun den Gurt und ziehen ihn einmal nach unten, um zu verhindern, dass sich der Gurt zwischen Rahmenadapter und Strebe einklemmt. Als nächstes rollen wir den Gurt an der Spitze
einmal nach hinten. Somit erzeugen wir schon mal eine leichte Biegung, damit sich der Gurt besser durch den Spanner führen lässt. Wir führen den Gurt durch den Rahmenadapter und führen ihn dann unterhalb der Zähne am hellgrauen Teil ein. Durch leichtes Hin- und Herwackeln lässt sich der Gurt leichter durch die Führung schieben. Sobald der Gurt oben wieder herauskommt, können wir ihn hier greifen und einmal stramm ziehen. Diesen Vorgang wiederholen wir auch bei dem anderen Gurt. Wie ihr seht, wird durch die interne Führung garantiert, dass der Gurt von ganz alleine oben wieder aus dem Spanner herauskommt. Jetzt zieht ihr den Gurt am Spanner mit leichtem Krafteinsatz nach unten und spannt den Spanner mit Hilfe der Schraube oberhalb des Rahmenadapters. Der Spanner muss bis zum oberen Anschlag angespannt werden. Dies benötigt ein paar Umdrehungen. Wie ihr hier sehen könnt, wandert der Spanner immer weiter nach oben. Den Vorgang wiederholen wir auch bei dem anderen Gurt. Den Gurt mit leichtem Krafteinsatz nach unten ziehen und die Schraube bis ganz oben drehen. Wenn der zweite Rahmenadapter wie hier neben den Streben sitzt, schiebt ihr ihn wie eben beschrieben auf die Streben und wiederholt den Befestigungsvorgang wie auf der anderen Seite. Wir können nun noch die Gurte zurück durch das Rahmengummi schieben, um es etwas aufgeräumter zu haben. Als nächstes ziehen wir alle 4 Spannschrauben mit einem Drehmoment von 3 Newtonmetern an. Als nächstes richten wir den Gepäckträger final aus. Sollte der Gepäckträger wie in meinem Fall in eine Richtung zu weit geneigt sein, hier fällt er stark nach vorne ab, lösen wir die 4 Schrauben an dem Rahmenadapter. 2 hier vorne und 2 hinten und richten den Gepäckträger waagerecht aus. Wir stellen unseren Drehmomentschlüssel auf 5 Newtonmeter ein und ziehen die 4 Schrauben am Rahmenadapter mit 5 Newtonmeter fest. Zuletzt ziehen wir 4 Schrauben an der Vorderseite des Gepäckträgers ebenfalls mit 5 Newtonmetern an. Die 2 Schrauben auf dieser Seite der Abdeckkappe sowie die 2 Schrauben auf der anderen Seite. Zuletzt prüfen wir, ob der Gepäckträger auch wirklich nicht in Kontakt mit irgendwelchen beweglichen Teilen kommt. Wir prüfen, ob er mittig über dem Reifen sitzt, ob wir an jeder Stelle die 1,5 cm Mindestabstand zum Reifen haben und natürlich prüfen wir, ob alles frei laufen kann und nichts schleift. Außerdem prüfen wir erneut, ob der Gepäckträger auch wirklich nicht in Kontakt mit der Sattelstütze, dem Sattel oder den Rahmen kommen kann, auch im komplett eingefederten Zustand. Dafür nehmen wir das Fahrrad vom Ständer, fahren die Transfersattelstütze komplett ein, lassen die Luft aus dem Dämpfer und testen den gesamten Federweg. Solltet ihr den Gepäckträger einmal demontieren wollen, geht das auch ganz einfach. Ihr löst einfach mit Hilfe der 4 Schrauben auf den Rahmenadaptern die Spanner und dreht diese bis ganz unten. Wichtig ist, dass die Spanner bis wirklich komplett unten gedreht werden. Ansonsten werden die Gurte nicht freigegeben. Danach könnt ihr die Gurte aus den Spannern herausziehen und den Gepäckträger einfach nach oben hin vom Fahrrad abnehmen.
Die Montage vor der nächsten Tour ist denkbar einfach. Durch die Voreinstellung des Gepäckträgers setzt ihr ihn einfach auf die Sitzstreben auf, führt die Gurte durch die Spanner und zieht diese wie eben beschrieben an. Und schon kann es wieder losgehen. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Schaut gerne auf unserer Website vorbei. Hier findet ihr umfangreiches Zubehör zum Gepäckträger. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.